Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, ist ein äußerst aktuelles Buch von Steffen Mau, das die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung beleuchtet. Als renommierter Soziologe analysiert Mau nicht nur, wie sich Ost- und Westdeutschland in den vergangenen 3 Jahrzehnten angenähert und doch auseinanderentwickelt haben, sondern fragt auch, wieso der Osten trotz wirtschaftlicher und struktureller Angleichungen weiterhin ein spezifisches Profil bewahrt. Dieses Werk versteht sich nicht nur als reine Bestandsaufnahme, sondern als Impuls zur gesellschaftlichen Selbstreflexion und Debatte. Mau schafft es, die vielschichtigen Erwartungen, Enttäuschungen und Erfahrungen einer Region einzufangen, deren Schicksal nach wie vor eng mit dem gesamtdeutschen Selbstverständnis verflochten ist. Neben der Analyse von Politik, Gesellschaft und Ökonomie entsteht ein umfangreiches Panorama aus Stimmen, Stimmungen und Konfliktlinien, das aktuelle Gespräche zur Identität, Teilhabe und zu Gerechtigkeitsfragen befeuert. Durch seine wissenschaftliche Fundierung, aber auch mit erzählerischer Klarheit, macht Mau greifbar, warum der Osten anders bleibt und inwieweit dies eine Bereicherung und Herausforderung für das gesamte Land darstellt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die historische Prägung und gesellschaftliche Identität des Ostens. Im ersten zentralen Thema untersucht Steffen Mau die Geschichte Ostdeutschlands und wie die Erfahrungen der DDR bis heute nachwirken. Dabei geht er auf die systemische Prägung durch Sozialismus, Zentralismus und das Beharren auf Gleichheit ein, was zu einem spezifischen Identitätsbewusstsein geführt hat. Trotz 30 Jahren deutscher Einheit fühlen sich viele Ostdeutsche als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, was sich sowohl in biografischen Brüchen als auch in einem kollektiven Bewusstsein äußert. Mau erläutert, wie diese Erfahrungen zu einer Mischung aus Skepsis gegenüber dem Staat, politischem Frust und Zusammenhalt innerhalb der eigenen Gruppe geführt haben. Die analytische Auseinandersetzung macht deutlich, warum gesellschaftliche Angleichung allein das tief verankerte Gefühl des Andersseins nicht auflösen kann. Zweitens. Strukturelle und wirtschaftliche Transformationsprozesse. Ein Großteil des Buchs widmet sich den tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen, die Ostdeutschland seit 1990 erlebt hat. Mau schildert anschaulich die Massenerwerbslosigkeit, den Verlust traditioneller Wirtschaftsstrukturen und die Abwanderungswellen, die für eine ganze Generation prägend waren. Der Autor betont, dass diese radikalen Veränderungen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Wunden hinterlassen haben. Die gesellschaftlichen Folgen dieser Transformation sind bis heute spürbar. Sie reichen vom Gefühl mangelnder Wertschätzung über soziale Unsicherheit bis hin zur politischen Entfremdung. Steffen Mau belegt mit empirischen Daten, dass ökonomischer Aufholprozess allein nicht ausreicht, um gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden. Drittens. Politisches Verhalten und die neue Ostidentität. Mit besonderem Fokus auf politische Einstellungen analysiert Mau, warum sich im Osten Deutschlands ein eigenständiges Wahl- und Protestverhalten etabliert hat. Er zeigt, dass sich viele Ostdeutsche nach wie vor nicht als vollwertige Mitglieder der gesamtdeutschen Gesellschaft fühlen und ihr Misstrauen etwa gegenüber Eliten und etablierten Parteien häufig in Wahlergebnissen und Bewegungen wie Pegida oder AfD widerspiegelt. Die tiefe Verwurzelung ostdeutscher Eigenständigkeit führt immer wieder zu Spannungen im bundesweiten Diskurs. Mau geht auf die historischen und gesellschaftlichen Ursprünge dieser Entwicklung ein und legt dar, dass sich aus dem Gefühl der Marginalisierung eine neue, manchmal trotzige Ostidentität hervorgebildet hat, die politische und gesellschaftliche Dynamik maßgeblich beeinflusst. Viertens. Kulturelle Unterschiede. Diskurse und Missverständnisse zwischen Ost und West. Ein weiteres wichtiges Thema sind die kulturellen Differenzen und die daraus resultierenden Missverständnisse zwischen Ost- und Westdeutschen. Steffen Mau analysiert die Kommunikationsstile, Werteorientierungen und die Wahrnehmung gesellschaftlicher Probleme. Er konstatiert, dass sich die gegenseitigen Annäherungsversuche häufig an Vorurteilen und tradierten Bildern abarbeiten.
Dies führt nicht selten zu einer gegenseitigen Zuschreibung von Defiziten oder Überlegenheit. Insbesondere beschreibt Mao, wie der Osten häufig als Problemzone wahrgenommen wird, während eigene Stärken, wie etwa samtweiche Solidarität oder Pragmatismus, zu wenig Anerkennung finden. Diese Passage sensibilisiert für die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtung und mehr gegenseitigem Verständnis. Schließlich Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft und gelingende Integration. Abschließend gibt Steffen Mau Impulse für den weiteren Umgang mit Unterschieden und empfiehlt Wege für ein besseres Miteinander. Er hebt hervor, wie wichtig es ist, ostdeutsche Erfahrungen und Anforderungen ernst zu nehmen, ohne sie als Rückständigkeit oder Revanche zu missverstehen. Der Autor plädiert für einen offenen und respektvollen Dialog, in dem die Ostperspektive als legitimer Bestandteil des gesamtdeutschen Selbstverständnisses betrachtet wird. Gleichzeitig zeigt er konkrete Maßnahmen und gesellschaftspolitische Reformen auf, um Gerechtigkeit, Anerkennung und Integration wirklich zu verwirklichen. Mao macht deutlich, dass erst durch echte Teilhabe und wechselseitigen Respekt die Grundlage für eine dauerhaft erfolgreiche deutsche Einheit gelegt werden kann. Zusammenfassend: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, ist ein unverzichtbares Buch für alle, die die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen des wiedervereinigten Deutschlands verstehen wollen, ob sie selbst aus Ost oder West stammen. Besonders empfehlenswert ist das Buch für politisch und gesellschaftlich Interessierte, Lehrende, Studierende sowie für Multiplikatoren, die an gesellschaftlichen Diskursen teilnehmen oder diese moderieren. Steffen Maus differenzierte Analyse und sein Plädoyer für gegenseitige Anerkennung bieten zahlreiche Impulse, die weit über das Ost-West-Thema hinausreichen und wichtige Prinzipien für Zusammenhalt und Integration in pluralen Gesellschaften allgemein vermitteln. Dieses Buch hebt sich von anderen Werken durch seine wissenschaftliche Tiefe, die gelungene Kombination aus empirischen Daten und anschaulichen Fallanalysen sowie seinen dialogischen Ansatz ab. Während andere Werke oft in Klischees oder einseitiger Kritik verharren, schafft es Mao, ein vielschichtiges Panorama zu zeichnen und verständlich zu machen, warum Verständnis für Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen notwendig für eine gelingende Zukunft ist. Wer sich und seiner Gesellschaft einen Dienst erweisen will, wird durch die Lektüre dieses Buchs nicht nur neue Einsichten, sondern auch praktische Anregungen gewinnen, wie Dialog und Integration gelingen können. Das macht Ungleich vereint zur lohnenswerten Investition, nicht nur als Informationsquelle, sondern als Grundlage für gesellschaftliches Engagement und Selbstreflexion. Wenn Sie unterstützen möchten, Steffen Mau, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.